Wir wollen das Thema noch ein bisschen vertiefen. Lennart Fahler ist bei mir im Studio aus dem Weltteam Investigation und Reportage. Schönen guten Morgen. Hi. Also was spricht denn aus deiner Sicht jetzt vielleicht doch für eine Sabotage, was eher dagegen? Also der Kollege hat das ja schon einmal auch benannt. Es gab eben diesen ganz spannenden Fall im Juli. Es ist auffällig, auch dort hatten wir eine ähnliche Route. Also es war in Leipzig. Da ist es sogar zu einem, also da hat der Brandsatz gezündet, weil das Flugzeug zu spät gestartet ist. Jetzt das Flugzeug ist tatsächlich etwas früher gestartet, als es eigentlich geplant war. Und natürlich DHL und eben die Luftfracht an sich sind gerade im Fokus dieser russischen Sabotagebemühungen. Es gab auch in Birmingham einen Fall, auch im Juli, wo der ganz ähnlich gelagert war. Und von daher ist es schon ein sehr auffälliger Zufall. Aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass es andere Gründe hatte. Wir sprechen hier von einem über 30 Jahre alten Flugzeug. Wenn wir uns die Daten dieses Fluges angucken, dann sehen wir eigentlich bis kurz vor der Landung keine Auffälligkeiten. Und dann sehen wir, dass auf einmal dieses Flugzeug mit quasi der doppelten Geschwindigkeit absinkt, wie es diese Flüge normal tun. Ich habe mir auch gerade noch mal den ATC-Control-Funk angehört, also den Funk zwischen Piloten und Tower kurz vor dem Absturz. Und auch da war nichts Außergewöhnliches zu hören. Da war jetzt kein Alarm zu hören im Sinne von, hier ist ein Brand ausgebrochen, sondern es war alles sehr normal. Und auf einmal sagt der Mann im Tower durch, an andere Flugzeuge gerichtet, bitte brechen Sie Ihren Start erstmal ab. Wir haben hier einen Crash. Wir müssen hier das erstmal sortieren. Und da fragt man, also das ist schon hochgradig mysteriös. Das ist sehr mysteriös. Und selbst wenn wir jetzt am Ende die Ermittlungen dann ergeben würden, gut, in diesem Fall war es tatsächlich nur ein technischer Defekt oder Ähnliches, die Bedrohung, die durch Sabotageversuche, vornehmlich eben auch durch Russland, die ist ja nun real. Vor diesem Hintergrund muss man jetzt auch feststellen, angesichts des Koalitionsbruchs wird ein wichtiges Gesetz dazu, dieses sogenannte Kritis-Dach-Gesetz, in dieser Legislaturperiode wahrscheinlich nicht mehr den Bundestag passieren. Aus deiner Sicht, wie dramatisch ist das? Wie gut oder schlecht ist denn unsere kritische Infrastruktur generell in Deutschland überhaupt geschützt? Zwei Dinge dazu. Der Kollege Stortl hat es ja auch schon angesprochen. Es lässt sich nicht komplett jedes Risiko minimieren. Auch ein Kritis-Dach-Gesetz hätte jetzt nicht dafür gesorgt, dass jedes Paket da komplett durchleuchtet werden kann. Aber natürlich, und das sagen Politiker, das sagt zum Beispiel der grünen Fraktionsvize Konstantin von Notz, zurzeit ist unsere kritische Infrastruktur grottenschlecht geschützt. Und dieses Dachgesetz hätte zumindest schon mal den rechtlichen Rahmen geschaffen, dass Betreiber von kritischer Infrastruktur, das sind ja nicht nur Flughäfen, sondern auch Datenkabel, Telekommunikation, Energieversorgung, alles drum und dran, dass die genau wissen, was sie zu tun haben und dass es eben vereinheitlicht ist. Es gab ja auch diese Sabotageversuche bei der Deutschen Bahn, können wir uns auch dran erinnern. Wenn Sie jetzt sagen, richtig schlecht geschützt, was bedeutet das denn konkret? So schlecht, dass man sagen könnte, also jederzeit könnte, wenn man wollte, jemand von außen wirklich einen richtig, richtig großen Schaden hier anrichten? Also die Betreiber lassen sich da natürlich nicht in die Karten gucken und auch die deutschen Sicherheitsbehörden werden jetzt nicht öffentlich machen, wir haben die und die Schwachstellen. Aber wenn wir uns Fälle der Vergangenheit angucken, wir sehen den Fall der Nord Stream Pipeline, wir sehen die Ostseekabel, wir sehen die Deutsche Bahn, wir sehen Angriffe auf die IT-Infrastruktur, die immer mal wieder zu beobachten sind und zu Ausfällen führen. Und gleichzeitig gehen wir davon aus, dass es eben noch nicht, beziehungsweise dass Mächte wie Russland und China und andere, die da sehr aktiv sind, dass die gerade erstmal nur antesten, was eigentlich alles möglich ist und noch nicht quasi ihre großen Möglichkeiten, die sie da haben, ausnutzen. Dann kann man zumindest zu dem Gedanken kommen, vielleicht sind wir wirklich noch nicht so gut vorbereitet, wie wir vorbereitet sein müssten. Angesichts auch der Lage, die Russen führen ganz klar einen hybriden Krieg in Europa. Und da sind Außenpolitiker, da sind Sicherheitspolitiker, glaube ich, zu Recht sehr besorgt. Da gibt es offensichtlich großen Nachholbedarf. Dankeschön für all diese spannenden Erklärungen.